So, los geht's. Mal schauen, ob alles funktioniert. Die ersten Meter in Indien, in Delhi, geil. So Leute, auf geht's. Ihr habt's gelesen. 14 Tage Abenteuer in den Himalayas. Was euch in diesem Video erwartet, nun in 5 Sätzen. In den nächsten ca. 120 Minuten zeige ich euch vor allem Fahr- und Landschaftsszenen aus dem Traum-Motorradziel, den Spiti Valley im Himalaya. Und dies fast von A bis Z mit der Hinfahrt aus Delhi und dann einmal den kompletten Spiti Circle und dann zurück über Manali nach Delhi. Wenn dir das zu viel ist, dann springe einfach über die Kapitel direkt zu den einzelnen Themen, den Destinations, die dich dann interessieren. So, und by the way, wir sind 3 Biker, ein Aussie, ein Vietnam-Biker und ich, der Deutsche aus Thailand. Chúc sức khỏe. โชคดีนะครับ Cheers. Great day. อร่อย Nun direkt nach dem Vorspann geht es los in Delhi City mit unserem Warm-Up-Tag. Vom Flughafen mit dem Taxi zum Hotel, eine SIM-Karte besorgen, Geld wechseln, war alles okay. Begrüßungsdrink und dann am nächsten Morgen los zum Motorradverleih. Die Motorräder sind geprüft, alles sieht gut aus. Noch was zu den Bikes. Wir haben uns für Royal Enfield Himalayans 450er entschieden. Neue Bikes bei Lally Singh gemietet und wir bekamen von Anfang an einen First-Class-Service, mega hilfsbereit, freundliches Team. Wie gesehen, es wurde ein kurzes Gebet gesprochen, dann haben wir noch USB-Ladebuchsen montiert, ein Set Ersatzteile gepackt. Alles war einfach perfekt vorbereitet für unseren ca. 2000 Kilometer Trip. Bike is ready, die Gebete sind gesprochen. Cool, Indien, here we come. Ist das geil. Vom Mopedverleih ging es auf eine kurze Testfahrt bei 36 Grad und dann zu unserem Hotel zurück, unserem Delhi Basecamp, um die Bikes dann final vorzubereiten und zu packen. It look good, no problem. So, rechts, dann links, dann Kreisverkehr und dann nochmal rechts und links und dann ist das Hotel. Schauen wir mal, ob der Plan funktioniert. Logisch, der Plan hat funktioniert und wir sind gut am Hotel angekommen. So, heute an Tag 1 haben wir ungefähr 312 Kilometer auf dem Plan bis nach Solan im Hinterland von Delhi und am Fuße der Himalayas. Solan ist auf ca. 1550 Meter plus minus. Aus Delhi raus am Sonntagmorgen ca. 7:15 Uhr, das passt bestens. Ist gerade langes Wochenende und viele Inder sind zudem Langschläfer. Habe ich ebenso gehört. Hier kommen wir an unserer ersten Mautstation an. Motorräder sind frei, müssen also nichts bezahlen, einfach links vorbeifahren. Einfach, eben wie ihr seht, da war irgendwie so ein Feiertag, Demonstration, whatever. Auf jeden Fall ging es ein bisschen schleppend durch, aber am Ende klappt es ja trotzdem. Und wie gesagt, keine Gebühren. Genau, immer schön hupen, damit ja nichts passiert. Und hier seht ihr, an der zweiten Mautstelle ging dann alles easy peasy, einfach durchgefahren und weiter.
Wir haben dann immer mal wieder angehalten an den Highway-Dabas, an den Highway-Restaurants und kurzen Trink genommen. Und im Prinzip sind wir einfach an diesem Tag geradeaus raus aus Delhi, wenn immer möglich auf Schnellstraßen und nach Norden bolzen. Nichts Spektakuläres, einfach eben Kilometer schrubben. Fast geschafft, Wetter hat gehalten, alles lief gut und wir sind nun in Solan am Hotel angekommen, ca. 16 Uhr und bei 20 Grad. Wie wir feststellen werden, immer abends beim Mopedparken sind die Inder irgendwie, ich sag mal, nervös. Dann. So, Tag 2, gut geschlafen. Da gestern losgefahren, alles easy, alles gut, kaum Verkehr. Komplett anderes Wetter hier, viel kühler, auf 1500 Meter im Hinterland von Delhi. Solan war rein als Übernachtungsort geplant. Es gab Abendessen, Frühstück, ein Bett. Das Hotel war einfach, aber gut, heißes Wasser. Also noch einmal schön auf Warmduscher gemacht, solange dies noch möglich ist. So, heute Morgen dann erstmal Regen bei 18 Grad, also Regenkombi anziehen und los geht's. Ist halt noch Südwestmonsunzeit hier, Juni bis September, aber macht ja nichts. Für heute sind 209 Kilometer geplant, es ging so circa 9 Uhr los. Tja, und was ihr hier seht, ist die Anfahrt auf die Bergstadt Shimla, das Nadelöhr in den Bergen hier. Und es ist genauso schlimm verkehrstechnisch, wie alle gesagt haben. Ich bin in 35 Jahren als Biker noch nie so lange im ersten Gang Moped gefahren. Ich warte hier an der Kreuzung noch kurz auf meinen Kumpel, damit der im Chaos nicht falsch abbiegt. Und nur kurz, warum sind wir aus Delhi und nicht Manali oder Bunta gestartet? Ganz einfach, für uns hat es so am besten gepasst und mit Lali Singh als seriöser Bikevermieter und dem Hotel in Old Delhi, unserem Base Hotel, da hatten wir alle noch Gepäck deponiert. Dazu kam noch ein bisschen Sightseeing in Delhi. Also war für uns das absolut okay. Außerdem sollte man einmal wenigstens das Delhi-Verkehrschaos selbst erleben, dann kannst du auch mitreden. Kleiner Tipp, nicht nur in Delhi, sondern auch hier in den Bergen, legt euch nicht mit Lastwagen oder Bussen an. Alles, was größer ist als ihr selbst, ich meine fahrzeugtechnisch, lasst ihr am besten durch. Die letzten Kilometer für heute. Das Wetter war gut am Nachmittag, kein Regen.
Die Straßen auch okay, mal ein bisschen Erdrutschgebiet und dann wieder super Straßen, aber alles in allem prima. Wir kommen gleich an in Rampur auf ca. 2313 Meter. Haben wir so gewählt, auch wegen Akklimatisieren, wegen der Altitude Sickness. You can park anywhere but not here. Yeah. So, heute müssen wir in Recompeer unser Innerline Permit, die Genehmigung fürs Spiti Valley abholen und dann hoch auf 3,6 zum Camping. Ihr habt es in den ersten Bildern gesehen, es hat geregnet am Morgen und auch gestern den ganzen Tag und wir hatten gestern Abend schon eine Hiobsbotschaft bekommen. Die Straße ins Spiti Valley ist gesperrt. Über Online-Plattformen versuchen wir Neuigkeiten herauszufinden, betreffend des Erdrutsch in der gesperrten Straße. Tom, do you want tea or coffee? Coffee. One tea, one coffee. Ah, I want 2 coffee. Die Tassen hier in Indien sind ja gerade mal ein halber Mund voll. So eine Espresso-Größe, das ist mir natürlich viel zu wenig. Also wenn jemand von euch jemals für mich einen Kaffee bestellt, extra large oder gleich 2 am besten. Super freundliche Leute hier und dafür gibt es einen Sticker. So, es sind noch 20 Kilometer bis zur blockierten Straße am Chura Chak Police Posten. Und hier seht ihr das Kinaua Valley Gate, das Tor zum Kinaua Valley. Wir stecken nun auf 2200 Meter und bei 25 Grad fest. Das kann heißen blockierte Straße für ein paar Stunden oder ein paar Tage. Vom Police Checkpoint sind es dann nochmal 4 Kilometer bis zum Erdrutschgebiet. Wir haben dann entschieden, erstmal hier zu bleiben. Das Innerline Permit können wir wohl vergessen, aber wir wollen unbedingt durch die Erdrutschzone, noch heute. So nach 7-8 Stunden wurde es plötzlich hektisch. Wir haben uns blitzartig bereit gemacht und auf die Böcke und ab geht die Post. Noch ein wenig Kuhslalom und so schnell wie möglich durch. Für die schöne Landschaft hatten wir jetzt wirklich keine Zeit. Es sah auch oben wieder nach Regen aus. So sieht eine alte Steinschlagstelle aus, wird gerade repariert. Und so sieht eine neue Steinschlagstelle aus. Die Steine sind doch gerade eben erst runtergefallen. Mann, oh Mann. Nun angekommen an der Erdrutschstelle, die Leute werden einzeln auf eigenes Risiko durchgelassen. Ich habe noch schnell die gelbe Regenjacke angezogen, dann finden sie mich später besser. Ich bin ja für jede Action zu haben, aber hier hatte ich schon ein wenig ein mulmiges Gefühl.
Der halbe Berg ist hier weggebrochen und hat die Straße verschüttet. Es ging hier ziemlich steil nach unten, man sieht das wie immer nicht im Video. Dazu noch der Matsch. Das Pärchen vor mir war auch relativ langsam unterwegs und Hauptsache ich komme hier durch. Puh, ich bin durch. Mann oh Mann, geschafft. Man spürt die Spannung in der Luft, aber auch die Freude der Leute, dass es jetzt wohl endlich weitergeht. Ehrlich gesagt, das wäre schon ein bisschen gefährlich. Wir haben dann eigentlich einen gesehen, den auf dem Kopf und dann ist rumgeflüchtet. Meine Fresse, bin ich froh, dass ich da durch bin. Ich bin Gänsehaut. Mann, oh Mann, ich hoffe, meine Kumpels kommen auch gut durch. So, nun 17:30 Uhr, es wird dunkel und es fängt an zu regnen und noch weitere 70, 80 Kilometer bis nach Sangla zum Campingplatz. Ich hatte keine Zeit für Bilder, Regen wurde stärker, habe dann die Kamera ausgemacht. Auf jeden Fall war dies ein hartes Brot bis ins Zelt. Für die letzten 75 Kilometer hatten wir weitere 3 Stunden gebraucht. Zum Teil an hunderten Meter tiefen Abgründen, Nebel, Regen, bei Sicht meist nur 5-6 Meter. Ihr seht es an meiner Körpersprache, ich war fertig wie ein Schnitzel. Wow, das war ein echter Härtetest gestern. Nach dem Erdrutsch nochmal circa 3 Stunden bei Regen, Dunkelheit, Nebel, kaum Sicht, wirklich manchmal nur ein paar Meter auf dieser schlechten Straße bis hier hoch nach Rakcham im Baspa Valley zu fahren. So, Tag 4, wir haben heute 2 Punkte auf dem Programm, nach Chitkul, das seht ihr gleich, und dann noch nach Rekon Peo, um unsere Innerline Permits abzuholen. Das hat ja gestern nicht geklappt. Für den Tag heute haben wir rund 100 Kilometer Fahrtstrecke, also nicht so weit. Und dann zurück ins Baspa Camp auf 3200 Meter. Mega Landschaft hier und heute am Tag 4 habe ich zum ersten Mal ein richtiges Himalayas Here I Am Feeling. So, wir sind hier in Chitkul, dem letzten Dorf Indiens. Also am weitesten entfernt, gerade ein paar Kilometer weiter ist schon Tibet. Eine kurze Info zur Höhenkrankheit. Wir nehmen Diamox, zweimal eine halbe Tablette, morgens und abends. Machen wir seit Solan, also auf 1500 Meter angefangen. Und bis jetzt funktioniert das ganz gut. Ich hatte leichte Kopfschmerzen am Anfang für eine Stunde oder 2, aber alles soweit gut. Wir sind hier auf 3450 Meter, 18 Grad, kurzer Kaffeestopp, noch ein Souvenir gekauft und weiter geht's. Ein Traum, die Gegend. What you asked before, all the stones are cracked everywhere in the Himalayas. That's why so many landslides. So, wir fahren jetzt Richtung Rekon Peo, um unser Innerline Permit abzuholen. Nochmal vorbei an unserem Camp. Es
geht auf der Sangla Chitkul Road immer am Baspa River entlang von ca. 3450 Meter in Chitkul runter auf 1880 in Karlcham. So, nochmal kurz durchschütteln und dann zack, Regenjacke angezogen und gleich geht's auf die atemberaubende Sangla Chitkul Road. Hier müssen wir besonders aufpassen auf den Gegenverkehr. Ihr seht links so gut wie keine Leitplanken oder nur ein paar Betonpfosten. Naja, und die Straße ist ja auch nicht wirklich breit. Aber genau das bringt ja den Spaß, ein bisschen no risk, no fun. Einfach aufpassen und an diesen Klippen entlang, das ist einfach genial. Gleich hier links seht ihr einen kleinen Schrein und rechts den Guru sitzen. Mir ist nicht ganz klar, welche Funktion und Aufgabe der hier hat. Wir sind gleich unten im Tal bzw. an der Stausperre bei der 300 Megawatt Poweranlage. Riesending, der Strom wird erzeugt, indem der Fluss durch den Berg hindurch geführt wird. Okay, guys, we don't stop the photos. Der Kollege hat recht, wir müssen schauen, dass wir das Innerline-Permit bekommen. Wir wissen nicht, wie das da abläuft auf dem Amt. Außerdem, das Wetter sieht nicht wirklich stabil aus, könnte jederzeit regnen. Alles lief bestens. Nach 45 Minuten hatten wir unsere Genehmigung. Passt. So, zurück ins Camp. Aber zuerst mussten wir natürlich mal über die kleine Brücke hin und her fahren. Was ein Spaß. Und hier seht ihr auch diese Powerplant, die Poweranlage. Der Fluss läuft hier rein in den Berg und gleich kommt er wieder raus. Super Tag heute, alles hat geklappt. Jetzt erstmal warm Wasser kochen zum Duschen und dann eine Whisky-Cola für die Nacht. Frühmorgens ging es los an Tag 5 vom Baspa Camp zum Tagesziel nach Nako auf ca. 3600 Meter. Temperatur perfekt, 12 Grad am Morgen und ging später hoch auf 20 Grad. Heute haben wir ca. 140 Kilometer vor uns bei Traumwetter auf Traumstraßen. Sorry, aber dies werde ich wohl noch häufiger sagen. Hier in Sangla habe ich noch schnell einen Föhn gekauft und warum, das seht ihr später im Video.
Nun geht es nochmal die Straße runter von Sangla Richtung Rekong Peo zum zweiten Mal. Gestern war es ja etwas schlechteres Wetter, heute blau-weißer Himmel, perfekt. Diese 10 Kilometer hier runter ins Tal Richtung Rekong Peo und weiter nach Nakhon sind einer meiner Highlights der Spiti Valley Tour. Also Höhenangst solltest du hier keine haben und 100% Konzentration ein Fehler und es geht ziemlich weit nach unten. Hier nochmal kurz vorbei am Schrein, heute ohne Guru und dann wie immer, wenn Gegenverkehr kommt, eventuell besser anhalten. Das Geniale an unserem ganzen Trip, zumindest für mich, war, dass wir nur zu dritt waren. Außerdem haben wir unsere Tagesziele relativ kurz geplant. So wir hatten alle genügend Zeit, um zu fotografieren, zu filmen. Aber vor allem hatten wir genügend Zeit, um die Landschaft, die Gegend zu genießen. By the way, ich habe etwa 1,1 Terabyte gefilmt, Material gefilmt und etwa 5000 Bilder geschossen. Verrückt. Heute geht es an 3 Flüssen entlang, dem Baspa River am Morgen von Sangla runter, circa nur 75 Kilometer lang ist. Dann der circa 1450 Kilometer lange Sutei River, an dem wir jetzt gerade vorbeifahren. Und später noch vor den Kata Loops geht's links und dann ins Spiti Valley mit dem 225 Kilometer langen Spiti River. Ja, ich weiß schon wieder, die kleine Brücke, aber das ist einfach Fun und heute bei super Wetter. Außerdem haben wir genügend Zeit, also nochmal hin und her und ein wenig Bilder schießen und 1,1 Terabyte Video produzieren. Nochmal was zum Gepäck, zu unserer Ausrüstung. Also ich sehe ja viele in Jeans und einfachen Jacken und Schuhen auf den Bikes. Aber ich denke mal, wer es von euch bis in die Himalayas schafft, der braucht keine Hilfe von mir wegen Klamottenwahl oder sowas. Ich habe halt Thermokleidung, wasserdichte, vollwertige Motorradstiefel, Winterhandschuhe, ein Pinlock-Visor für den Helm. Und für mich waren diese Heavy-Duty, Thermo und so weiter Klamotten nur an 2 Tagen nötig. Aber eben an diesen 2 Tagen waren diese Gold wert.
An allen anderen Tagen hier im September konnte man easy leichte Bikerklamotten tragen. Wie am Anfang gesagt, hatten wir auch Ersatzteile und Werkzeug mit dabei, Schläuche, Luftpumpe, entsprechendes Reifenwerkzeug, Kupplungs- und Bremszug. Wenn das Bike nicht so alt ist, seht ihr selbst. Und kommt auch auf die Dauer der Tour eben noch an. Bremsbeläge, Öl, Kettenspray, up to you. Alles auf 3 Mopeds verteilt war das easy. Ich hatte noch ein Felgenschloss, eine Bike-Abdeckplane mit dabei, was ich ganz gut fand, über Nacht das Bike abzudecken. Hier in dem kleinen Städtchen Po auf ca. 2600 Meter gibt es diesen Army-Posten, ein kleines Restaurant, haben einen Drink genommen und nochmal Benzin, Gasolin aufgefüllt. So ein Mist. Direkt hier an den Carloops sind mir alle Videodateien abgestürzt und auch die 15-20 Minuten danach. Naja, macht nichts. Ich habe ja noch genügend Film. Nach ca. 5 Stunden bei bestem Bikerwetter und ca. 15 Grad treffen wir in Naco ein. Dort sehen wir die 2 Holländer wieder, welche wir am Erdrutschgebiet kennengelernt hatten. Außerdem 2 weitere Biker, welche mal kurz über Land von England nach Naco, Indien gefahren sind. Einer mit einer Tenere 700 World Raid und der andere Kollege mit einer GS 1250. Geil. No, the next day. Are you? Same day. Same day? I'll be wait until 6. Wie fast immer und überall auf der Welt, wenn sich Biker treffen, erstmal ein paar Erfahrungen austauschen. Eben die Jungs sind eine Nacht länger vorm Erdrutsch geblieben, dann auch später ihr Innerline Permit organisiert und nun praktisch auf die Minute zeitgleich treffen wir hier ein. Wie jeden Abend Klamotten und so weiter aus den Satteltaschen holen und einchecken im Hotel. Das Hotel ist super gelegen, hier direkt am See. Im Hintergrund oben auf dem Berg gibt es ein kleines Kloster, aber da sind wir wieder mal Kulturbanausen und laufen nicht den Berg hoch. Noch was zu den Zimmern, diese buchen wir einfach online vorab und checken diesen Tag oder 2 vor der jeweiligen Ankunft. Immer im Uhrzeigersinn drehen. Die Gebete werden verteilt. Also nun doch noch etwas Kultur für uns. Und direkt hinter unserem Hotel am Naco-See ist der alte Teil von Naco. Ganz im Tibet-Style, sage ich jetzt mal. Man fühlt sich direkt 150 Jahre zurückversetzt.
Wait. No. Yes. Thank you. Good. Very nice. Yeah, last year. Really nice. Buy, collect. No, I want one of these this year. Das gehört eben auch dazu. Noch ein paar Souvenirs kaufen für die Daheimgebliebenen und um die Locals zu unterstützen. So, weiter geht's an Tag 6 nach Thabo, aber erstmal Ciao sagen zu den 2 Engländern, den Weltreisenden. Einfach meine Heroes. Nice. Heute ist ein easy Tag mit nur 80 Kilometer. Also haben wir, wie eigentlich immer auf der Tour, genügend Zeit zum Fotografieren und Genießen. Links unten im Tal liegt das Dorf Lio, das kleine Dorf am Spiti River, am Spiti Fluss auf 2800 Meter. Naja, beim nächsten Mal. Heute fahren wir weiter. Im Rückspiegel sehe ich die gesamte Gang, meine 2 Kumpels und die 2 Weltenbummler aus England. Ich lasse die mal schnell überholen und dann ein kurzes Race. Naja, nicht wirklich ein Rennen gegen die Tenere und die GS. Die Himalayans mit 40 PS sind wirklich okay, sind super. Ich würde auch beim nächsten Mal wieder eine mieten. Wir hatten auf der ganzen Tour keine Probleme mit den Bikes. Super Bikes, die Enfields 450er Himalayans. Ein Blattfuß, aber das kann es ja immer mal geben. Hier an einem der vielen Spiti Valley Aussichtspunkten ein Wort zu meiner Kamera und Fotoausrüstung. Ich habe ein ganz normales Smartphone und dazu eine Kamera, eine Insta360 und ich filme den ganzen Film mit einer einzigen Kamera aus einer einzigen Kameraposition. So gar nichts hin und her schrauben, Schnickschnack, die ganze Zeit beschäftigt mit Filmerei. Einmal angeschraubt, gestartet, fertig. Die Straße hier heute Morgen ist wieder mal perfekt. Wir sind auf ca. 3500 Meter, es ist ca. 20 Grad warm, also alles perfekt. Im Video habt ihr sicher schon ein paar Mal gesehen, überall werden die Straßen repariert, es wird gebaut. Indien investiert Unsummen an Geld hier in den Himalayas, um die Straßen und Wege instand zu halten. Eigentlich gut für die Locals und für den Transport, aber ich mag es ja eigentlich eher Offroad. Unser erstes Ziel heute ist die Rabjaling Monastery in Django. Zu unserem Glück ist heute ein buddhistischer Feiertag
Und es war mega viel los an der Gompa am Kloster. Hello, hi, say hi. Hi. Wie immer und überall auf unserer Tour im Chiemauer Spiti Lahaul Valley sind die Menschen super freundlich und hilfsbereit. You are Hindu, my father English translator. No, I don't know him. Where are you from? From Germany. You know Germany? Very far away. He is also from Australia. Yeah, he from Australia. Wie gerade im Bild gesehen, es gibt Äpfel und hier in dieser Gegend wachsen wohl die besten Äpfel von ganz Indien auf 3058 Meter. Milk? Put in the milk. Good. Yeah, I know. We just eat. Thank you. Super Stopover hier im Kloster. Perfekt mit dem Feiertag hier und den Leuten, Gesang, Essen, Jagdmilch-Eis gegessen. Nee, war wahrscheinlich ein normales Vanilleeis. So I have no GPS, no navigation. It's gone. Ein Wort zur Navigation, zum Navi-System. Also ich benutze ein Mobilephone, ein zweites, nicht das zum Fotografieren. Und da habe ich die Kalimoto App mit Worldwide Offline, also weltweit alle Karten drauf. Und dazu noch Google Maps Offline für ganz Indien oder eben Himalayas. Und das funktioniert eigentlich sehr gut. Wie gerade eben, dann gibt es mal einen Unterbruch im GPS-Signal für ein paar Minuten, aber das gibt sich dann wieder. Dann fährt halt der Kollege mal voraus, der gerade noch ein Signal, ein Ping hat vom GPS. Das passt. Wir hatten eigentlich nur einmal einen gröberen Unterbruch, aber da war eh nur eine Straße, eine Richtung, ein Weg. Also für uns ist das das Beste und funktioniert. So, hier am Sumto Checkpoint mussten wir unser Innerline Permit vorzeigen und Ausweis. Ich glaube, die schreiben dann auch immer die Nummern auf vom Moped. Und zusätzlich war eine kleine Gebühr fällig. Ich glaube, das ist irgend so eine Umweltgebühr. Und hier erklärt uns der Sheriff, dass unsere Benzinkanister gefährlich sind durch die Vibrationen und das Schütteln. Bilden sich Gase, die können explodieren, boom. Ist wohl auch schon mal passiert. Warum überhaupt diese Benzinkanister? Man weiß nie, wann die nächste Tankstelle kommt, ist eine Straße gesperrt, Erdrutsch, hat die Tankstelle überhaupt geöffnet oder hat sie Benzin, kann alles passieren.
Also immer besser, ein bisschen mehr Reserve zu haben, obwohl die Enfields ziemlich weit kommen, würden wir sagen, so über 300 Kilometer. Mega Fahrtag, Traumstraßen hier zwischen Naco und Thabo. Ihr seht diese Berghänge hier, die flachen Berghänge, die Shooting Stone Zonen. Man sollte sich schon gut überlegen, wo man anhält und Bilder schießt. Ist schon nicht ungefährlich. Oft sieht man die Steine auf der Straße liegen, dann in dieser Gegend besser schnell weiter. Only picture, huh? Only picture, oil. You can stay here. It's raining soon. That's the rain, it's gonna landslide. Yeah. I make one picture and catch you up. Ja, nur schnell ein Bild und dann hole ich die Jungs wieder ein, kein Problem. Das sieht ein bisschen nach Regen aus und mein Kollege war letztes Jahr in der Gegend und irgendwie 3 Tage eingesperrt, vorne Landslide, hinten Landslide, also Erdrutsch und es ging nichts mehr weiter. So, früher Nachmittag angekommen in Thabo, alles war okay, Wetter hat gehalten. Nun ein kurzer Rundgang in die alte Monastery, gerade neben dem Hotel gelegen. Wenn ihr in Indien einen Tempel betritt und seht eine Glocke, dann genau einmal läuten. Also ist bei Buddhismus und Hinduismus dasselbe. Dann geht es weiter nach der alten Monastery in die neue, die lag gerade nebenan. Fliegender Wechsel, nächster Morgen, Tag 7, nochmal rüber zum Kloster, kurz mit dem Mönch gesprochen und dann ging es zum Frühstück und später wieder auf die Piste. Was ist denn mit dir los? Mann, oh Mann, habt ihr einen Krach gemacht heute Nacht? So, unser Hotel. Super Hotel. Ja, mega laut heute Nacht. Bisschen jammern, das darf ja wohl mal sein. Nee, eigentlich alles gut. Thabo ist super, 2 Monasteries, hat einige Restaurants und absolut wert für einen Stopover. Wir sind früh morgens los, so um 8 bei ca. 15 Grad. Heute stehen nur ca. 90 Kilometer an, also wieder ein relaxter Biker-Urlaubstag, ebenso wie es uns passt. Was für ein Traumwetter heute Morgen.
Ich frage mich aber gerade, wie hier bei Hochwasser diese Straße überleben soll. Bis zu unserem ersten Ziel sind es nur etwa 30 Kilometer, der Danka Monastery. Die liegt auf knapp 4000 Meter und ihr seht selbst die Straße dahin, einfach genial. Hier seht ihr eines der vielen Army Camps, nicht nur im Spiti Valley, die gibt es auch oben in Ladakh. Wir wissen ja alle, wie die Situation ist mit dem Nachbarn hier. Aber für uns Biker ist das alles neutral. Wir hatten kein einziges Mal Kontakt oder irgendwelche Probleme mit den Soldaten. Zum Verkehr, das seht ihr selbst, hier und da mal ein Auto, aber im Großen und Ganzen kaum Verkehr. War also genial für uns auf dem Moped. Hier seht ihr die Nadelfelsen, also immer wieder hinter jeder Kurve irgendwas Neues, mega Landschaft. Der eine Kollege bleibt zurück, der andere filmt ein wenig vorne. Wir hatten eine super Kameradschaft und nicht ein einziges Mal irgendwie ein Drama. Wer jetzt zu lange stoppt oder zu viele Bilder macht, super Team, super Gang. Ja, keine 100 Meter. Trotzdem hoch. Voll geil. Picture. Okay, funktioniert. Schneller SD-Kartenwechsel. Alles klar, die Jungs aufholen. Hey, geil, mal wieder eine Hängebrücke. Das sieht nach Spaß aus. Lass uns das mal genauer ansehen. Wow, die Brücke wackelt aber ganz schön. Shaking bridge, shaking. Hier sind wir im Dorf Sichling angekommen, nicht weit von Kasa entfernt. Wer es also etwas ruhiger haben möchte, hier gibt es schöne Homestays mit super netten Gastgebern. Es gibt dann auch immer Verpflegung, Essen, Abendessen können die organisieren oder für euch kochen. Kurz nach dem Dorf, hier bekommen wir die Info, dass die Straße hoch zur Monastery beim letzten Erdrutsch zerstört wurde und wir müssen einen kleinen Umweg machen, nur 1-2 Kilometer zur neuen Zugangsstraße zur Danka Monastery. Aber auch das alles easy, ihr seht, kleiner Offroad, Gravel Road,
Und dann kam auch schon wieder die Teerstraße. So, links oben am Berg seht ihr die ca. 1200 Jahre alte Dangkar Monastery. Wir haben nur noch ein paar Meter. So, wir parken hier bei der neuen Dangkar Monastery. Hier nebenan gibt es auch ein Homestay und ein kleines Restaurant und eine super Aussichtsplattform, wo wir ein paar Bilder schießen und unsere holländischen Kollegen wieder treffen. Be good, boys. We see you in the bar tonight. See you, bye. 3853 Meter ist die Dangkar Monastery. For me, not serious. Wie ihr seht, wir sind 3 Hardcore-Biker und nicht hier, um alte Klöster anzuschauen. Nee, im Ernst, wir 3 haben schon so viele Länder in Südostasien und Asien besucht und unzählige Klöster, Tempel und so weiter angesehen. Wäre sicher ganz gut, aber wir heben uns das auf für die Key Monastery in Khasa. Zurück runter ins Tal nehmen wir eine andere Passstraße. Schaut euch mal die Aussicht an, genial. Unten das Spiti Valley mit dem Spiti River. Auch unten an dieser Stelle ist die Mündung des Pin River vom Pin Valley her. Sieht super aus, genial. Nun haben wir erstmal nochmal Spaß auf unzähligen Spitzkehren hier bei weißblauem Himmel und wieder bestem Bikerwetter. Hier kommt Hung. So, hier wird Strom produziert, wie an so vielen Stellen im Spiti Valley. Und soweit wir gehört haben, ist der Strom für die Einwohner hier überall gratis. Sieht vielleicht nicht schön aus, aber gratis Strom auch nicht schlecht. Tomorrow we're going to go this way to the Pin Valley. Okay. Somewhere there should be a road. Okay, so you guys want to do that 10k or you want to go to Khasa? Of course, mein lieber Freund. Auf jeden Fall wollen wir die 10 Kilometer hoch nach Demol noch mitnehmen. Ist eh noch früh am Nachmittag und super Wetter, also machen wir das. So, hier geht's hoch nach Demol. Soll eine ganz schöne Straße sein. Wir wissen nicht ganz genau, was uns erwartet.
Auf jeden Fall sind das mal von jetzt 3400 Meter auf 4400 Meter eine super enge, kurvenreiche Straße, haben wir gehört. Also mal schauen. Ja, es ging nur 1 Minute in den Pass hinein und ja, super Strecke, ihr seht selbst. Vielleicht fragt sich einer von euch, warum hier kaum Leitplanken sind. Hier seht ihr es. Die Halbwertszeit ist vielleicht nur ein paar Monate, dann sind die wieder zerballert. Eine traumhafte Aussicht nach der anderen. Was für eine geile Motorradtour. Traumurlaub, Traumtour. Hier kommen wir jetzt auf dem Hochplateau an. Naja, vielleicht nicht gerade eine Hochebene, die seht ihr später bei der Stupa, wenn wir oben angekommen sind. Aber trotzdem hier atemberaubend, das Geröllfeld. Hier sehen wir ein paar Bergziegen. Ich denke mal, das sind keine wilde Ziegen, sondern die gehören irgendwo dazu. So, angekommen im Himmel auf 4400 Meter, einem der höchsten Punkte unserer Spiti Valley Tour. Das waren ca. 14 Kilometer für die 1000 Höhenmeter und haben wir in knapp 20 Minuten abgespult. Also super, auch wenn man mal in Casa ist, nur für einen Kurztrip hier hoch, kurz abkühlen und wieder zurück. Ziemlich frisch hier oben, nur 4-5 Grad. Und ihr seht auf der Ebene hier die Gebetsflaggen. Normalerweise fährt man hier im Uhrzeigersinn 1-2 Kreise um die Flaggen. Soll Glück bringen. Mein Kumpel und ich träumen aber gerade davon, hier im Hintergrund auf den Berggipfel noch hochzufahren. Runter ins Tal und weiter nach Casa geht es auf derselben Strecke nochmal durch das Geröllfeld und an diesem Abgrund entlang. Ist erst kurz vor 3, wir haben nur noch 25 Kilometer bis nach Casa, also alles easy. Und egal bei welcher Reise und wohin du fährst, eines sollte man tun, wenn einem ein Punkt gefällt, anhalten, Bilder machen, die Gegend genießen und sich die entsprechende Zeit nehmen. Zum Beispiel um Selfies zu schießen für die zu Hause gebliebenen oder um hier die Sedimentschichten zu fotografieren, Meeresboden auf 4400 Meter. Für eine Sekunde hatte ich schon ein schlechtes Gewissen wegen meinen Kumpels, aber halt, hier ist ja noch einer, der hat ja wohl das Gleiche gedacht wie ich. Das Spiti Valley ist eigentlich ein Dry Strait
Also ein trockener Staat ohne Alkohol, aber natürlich mit Tourismus gibt es auch wieder Alkohol. In den letzten Tagen in den Hotels gab es aber nichts, was auch okay war. Wir hatten ja unser Backup dabei, jeder eine Flasche Whisky. Aber jetzt hier in Casa soll es wieder ein kühles Bier geben. Also auf geht's, zügig ins Hotel. X-mal gesagt, alle paar Kilometer muss man einfach wieder anhalten, um ein paar Bilder zu schießen. Hier an diesen ausgewaschenen Felsen, einzigartig, genial. Also hier jetzt versprochen die letzten Bilder und der letzte Stopp für heute. So, geschafft für heute. Casa City, unser Hotel, The White House. Resident room? Yeah, Yeah. usually the American presidents stay here. Ah, yeah. White House. Und das war der nächste Mega-Fahrtag im Spiti Valley. Cheers, guys! Tag 8 am 8. September. Es geht ins Dorf Matt im Pin Valley. Das sind gerade mal 50 Kilometer. Trotzdem werden wir ungefähr 2,5 Stunden unterwegs sein. 9 Uhr morgens, etwa 10 Grad bei weiß-blauem Himmel. Unser Gepäck natürlich im Hotel, da wir wieder im selben Hotel übernachten, also easy going. Nur ein paar Tools, Schläuche dabei. Mal sehen, was der Tag bringt. So, hier geht's links und der Tag hat schon was gebracht. Natürlich nicht etwas, sondern jemanden. An der Brücke stand ein Tramper. Ich habe den im Augenwinkel gesehen und eigentlich wäre das mein Passagier gewesen. Naja, beim nächsten Mal versprochen. In diesem Fall haben meine Kumpels den Local, den Einwohner hier vom Pin Valley, mit aufgesammelt, ihn und sein gesamtes Gepäck. Hier in den Himalayas, so abgelegen, gelten noch die alten Ehrenkodex-Gesetze. Nein, im Ernst, natürlich hilft dir jeder jeden, wenn irgendwo irgendjemand steht, wird angehalten und gefragt. So, nächster SIM-Kartenwechsel. Okay. 2, 3 Fotos. Dann wieder mal die Jungs einfangen. We'll drop him at Mud, and then later on we'll come back and see where that road goes. Okay, komm. So. Yeah! Die Kinder spielen Cricket. Unglaublich, hier auf 3600 Meter. Aber Spaß muss sein, heute ist Sonntag, keine Schule. Noch was zu unserem Tourplan. Also wir hatten 2 Wochen Zeit für den gesamten Spiti Loop. Wenn für dich möglich, dann plane 2 Puffertage ein. An diesen kannst du dann wie wir einen Ausflug ins Pin Valley machen oder zur Key Monastery, Lhasa Brücke, was wir alles morgen machen. Auf jeden Fall mega Stressreduzierung, wenn du hier so ein bisschen Backup-Tage hast. Das Spiti Valley hat eben nur eine Ein- und eine Ausfahrt, von Manali kommend oder von Shimla vom Süden. Und wenn da die Straße gesperrt ist, hängst du fest.
Wir hatten auf jeden Fall eine gute Zeit hier um Casa herum und dann abends immer schön im Hotel, Dinner und noch 2, 3 Bier. Hier auf dem Weg ins Pin Valley wieder so gut wie kein Verkehr, kaum einmal ein Fahrzeug, außer in den Ortschaften. Die Offroad-Straßen sind eigentlich in perfektem Zustand, also kein Problem. Noch was zum Wetter oder der besten Reisezeit. Da kann man ja heutzutage weltweit nirgends mehr genaue Vorhersagen machen. Ihr plant die Tour Monate, vielleicht sogar ein Jahr im Voraus. Und dann eine scheiß Woche, ich meine wettertechnisch zu erwischen, das kann eben immer mal passieren. Ich denke, August, September, Anfang Oktober ist super für Spiti, auch für Ladakh und Zanskar. Warum diese Zeit? In der Regel ist dann hinter Manali, wirklich auf den höheren Bergen, kaum noch Regen. Die Himalayas bilden dann die Regenwand für den Südwestmonsun. Nun angekommen im Mud Village, ist ziemlich ruhig hier. Wir finden ein Restaurant, das noch geöffnet hat. Es gibt aber auch Homestays für Leute, die hier übernachten wollen. Aber wie gesagt, ist mega ruhig um diese Zeit. Wir geben unserem Freund sein Gepäck zurück. Das sind wohl Sitzbezüge für Autos. Der hat sich riesig gefreut, aber war ja klar, dass wir ihm helfen. Wir trinken gemütlich einen Kaffee und schießen ein paar Bilder und haben viel Spaß, wie immer. Super geil hier, trinken noch einen Kaffee. In 4 bis 6 Wochen hier alles weiß, voll mit Schnee. Cool. Was für ein Trick. Jeden Tag Gänsehaut-Feeling. Einfach nur geil. Hier, Selfies. Yeah, Kaffee is coming. Für uns geht es zurück nach Casa. So Aber wir cool. machen noch einen kleinen Abstecher in das Dorf, was wir auf der anderen Flussseite gesehen haben. Wie ihr schon gesehen habt, hier oben gibt es keine Kühe mehr, sondern die Yaks. Und ich betätige mich noch mal kurz als Geologe hier und sammle ein paar Steine. Das Wetter ist weiter gut, alles prima. Noch ein paar Selfies und dann geht es weiter auf die Piste. Very shaky, that bridge here. Take care.
noch eine Info zum Internet, E-Mail, SIM-Karten und so weiter. Also Wi-Fi gab es in den meisten Hotels und Homestays, beziehungsweise überhaupt Strom gab es oft, aber eben nicht immer. Also internetsüchtig solltest du im Spiti Valley nicht sein. Außerdem lade eine Powerbank und dein Zeugs wie Handy, Batterien immer tagsüber auf dem Bike. Wir hatten ja dazu eine extra USB-Buchse installiert. Auf Strom im Hotel ist kein Verlass. Aber wir hatten eigentlich im September 2024 immer genügend Strom. Dann war halt mal eine Stunde kein Strom da oder mal kein warmes Wasser. Aber das wird sich sicher laufend verbessern. Das Wetter wurde besser, 18 Grad circa um diese Zeit, weißblauer Himmel, wieder mal genial. Wir wissen nicht, wo wir hier rauskommen. Einfach mal schauen, wir haben ja Zeit, wie gesagt, an unserem Buffer Day, Extra-Tag. Und dann schauen wir mal, was auf uns zukommt. Ja, ihr habt die Kids gesehen. Da müssen wir natürlich anhalten. Nun erstmal umdrehen und dann mal schauen, die Kids ein bisschen unterhalten. Hello! What's your name? Anjit. What's your name? Was für ein Spaß mit den Kids und ich denke, denen hat das auch gefallen. Mal ein bisschen Abwechslung hier im Dorf. Noch ein kurzes Bild hier am Fenster bei dem kleinen Mädchen, das alleine da saß. Süß. Für uns geht es jetzt zurück nach Casa. Ich denke mal, circa 1,5 Stunden wird das dauern. Das Wetter wurde immer besser, unsere Laune war eh schon top.
Schaut euch mal diese Landschaft an hier im Pin Valley. Für mich absolut ein Must-Go vom Spiti Valley, den Abstecher ins Pin Valley. Also hier gibt es keine Kontrolle, kein Eintritt oder sowas. Übernachten würde ich wahrscheinlich nicht im Mud Village, da ist es doch ziemlich ruhig. Es sei denn natürlich, ihr seid eine größere Gruppe und habt dann eure Party. Schon mehrfach gesagt, einfach ein Traum hier zu fahren, ohne Verkehr, super Wetter. Die Motorräder sind genial, perfekt für diese Gegend. Ich war hier noch mal ein bisschen auf Fotoshooting und muss jetzt die Jungs wieder einholen. Hier die Straße Nummer 505 von Thabo nach Kasa, normalerweise im Winter gesperrt. Und hier nochmal die ausgewaschenen Felsen, so kurz vor Kasa, sieht einfach genial aus. What time come back? No, back. Oh. What time come back? 3. So, das war unser Versuch, ein wenig Benzin zu bekommen. Gibt aber nichts mehr, aber heute gegen 15:30 Uhr soll ein Truck kommen. So, wir machen noch ein bisschen Fotoshooting hier am Spiti Kasa Logo und dann geht's zurück ins Hotel. So, Tag 9 und ihr habt es gesehen. Gestern nochmal schnell die Wäsche gewaschen, die ist dann auch ruckzuck trocken. Heute Morgen wieder super Wetter, passt. Kurzer Tankstopp. Gestern gab es kein Benzin hier. Luckily, heute gibt es wieder was. Jetzt haben wir ein anderes Problem. An einem Bike ist das Hinterrad, verliert Luft. Gucken, ob wir den Schlauch wechseln oder einfach so weiterfahren. Nun aber nochmal von Anfang an. Zum Frühstück gab es ein paar Parathas und Karochis, frittiertes Fladenbrot mit Käse und Tomatenfüllung, Omelette und wie immer selbst mitgebrachten Kaffee. Und dann ging's los, aber nur fast. Beim morgendlichen Check der Bikes haben wir gesehen, ein Reifen verliert Luft, also nichts wie zum Enfield-Shop. Der Enfield-Guy repariert aber nur Technik und keine Reifen, also weiter zum Reifen. Wir haben dann noch schnell die Ketten geölt, was wir alle paar Tage normalerweise machen. Auf 3700 Meter. Alles exhausting. Super Typ, der Reifenhändler. Der hat den Reifen innen untersucht und den kleinen Metalldraht gefunden. Voll der Profi und am Ende hat es so gut wie gar nichts gekostet. Und wo ist der beste Platz, um einen Reifenplatten zu haben? Natürlich mitten in Kasa.
Ja, Lucky Guys sind wir. So, wir haben den Schlauch wechseln lassen, aber den alten auch gleichzeitig noch flicken lassen. So haben wir wieder ein Backup. So, die Mopeds sind fertig, Reifen geflickt, Ketten geölt und nun auf geht's zur Kultur. Ich meine ins Kloster. Wir fahren zur Key Monastery, ist gar nicht weit hier von Kasa, ein paar Kilometer. Die Key Monastery ist ca. 1000 Jahre alt und das größte Kloster hier im Spiti Valley. Gleichzeitig ist das Kloster ein Ausbildungszentrum für Lamas. Lamas sind die Lehrer im tibetischen Buddhismus. Den Oberlehrer, den Oberlama kennt ihr alle, das ist der 14. Dalai Lama. Vor der Kultur noch schnell ein Speedtest der Enfield auf 3700 Meter. Hab alles versucht, aber mehr als 105 lief das Ding nicht hier oben. Angekommen hier im Dorf Key hatten wir einen kurzen Smalltalk mit der Anwohnerin, der Bäuerin. Und hier rechts seht ihr ein Altersheim. Altersheime sind relativ selten in buddhistischen Regionen, speziell abgelegen wie hier. So, durch das letzte Tor hindurch und dann sind wir oben auf ca. 4000 Meter an der Key Monastery. Leider sind nicht nur wir hier, sondern auch unzählige Motorradgruppen. Diese Reisegruppen sind oft unterwegs mit 20, 25 Motorrädern. Also mir persönlich wäre das viel zu viel. In Thailand Hima, like Himalaya. Habe gerade mit meinem Kollegen gesprochen, eben in Thailand heißt Schnee Hima. Und soweit ich weiß, ist hier in Indien die Bedeutung von Himalaya Him für Schnee und Alaya Home, Home of the Snow, Heimat des Schnees. Ich hatte ganz vergessen zu filmen hier. Nochmal schnell einen Rundgang, damit ihr auch seht, dass wir doch keine totalen Kulturbanausen sind. Wirklich ein spiritueller Ort hier. Wer möchte, kann in einem der Räume meditieren oder beten. So, für mich war es das jetzt aber. Und auf dem Rückweg nochmal schön die Gebetsmühlen drehen, immer im Uhrzeigersinn. Und wie gesagt, die Gebetsmühlen sollen die Gebete verbreiten und dienen nichts als Glücksbringer, wie viele denken. Nochmal zu den Bikergruppen, also so eine Gruppe mit 20 Bikern ist sicher auch okay und eigentlich ist jeder, der hierher kommt in diese Traumgegend in den Himalayas,
Egal wie viele das sind, ist für mich ein Gewinner, ist einfach ein Must-Do für jeden Motorradfahrer. Einen kurzen Gruß an unseren Kumpel, den Walzenfahrer. Und dann da vorne geht es über die Brücke. Wenn ihr so eine Brücke seht, die nicht wirklich vertrauenswürdig aussieht, aber da fährt ja jeder drüber, also könnt ihr auch immer drüber fahren, einfach Augen zu und durch. Hatte ich ja schon mal gesagt, immer schön hupen, wenn ihr irgendein Fahrzeug überholt. Dann wissen die, dass ihr kommt. Aber ehrlich gesagt, in der Regel schauen die auch ziemlich oft in den Rückspiegel, die Trucker. Und da gab es bei meiner Tour eigentlich nie eine kritische Situation. Die ist natürlich nur außerhalb von Delhi. Delhi ist Kampfzone. So, ein kurzer Stopp hier für ein kühles Getränk. Es ist wieder schön warm, über 20 Grad, sonnig, super. Traumwetter, Traumgegend, Traumtour, einfach genial. Gerade eben hat mein Kumpel noch über den Straßenbau gesprochen. Die Straße hier wird seit 4 Jahren gebaut. Normalerweise sind die Inder ja super schnell, aber hier gab es wohl Unregelmäßigkeiten. Ihr wisst, was ich meine. Aber für mich persönlich bin ja eher der Offroader mit meiner Tenere 700 in Thailand. Ist dies natürlich perfekt so. Habe ich das eigentlich schon gesagt? Wir fahren zur Grampu Bridge, zur Grampu Brücke. Das ist das Ziel, das letzte Ziel für heute. Die ist auf 3900 Metern und der Weg dahin ist das Ziel. Soll super schön sein und das werden wir ja gleich sehen. Nein, wie ihr euch denken könnt, das war sie natürlich nicht, die Grampu Brücke. Die kommt in ein paar Minuten. Look at this, wie schön ist das hier, unglaublich. Was für ein cooler Spot hier zum Fotografieren. Der Blick ins Tal, einfach traumhaft. Blau-weißer Himmel, ab und an kam mal ein Lastwagen vorbei, aber sonst war hier absolute Stille. Wir haben hier sicher 20 Minuten verbracht und jede Menge Bilder geschossen. Aber einer fehlt, unser Aussie-Kollege, der musste zurück nach Casa und noch was erledigen. Dann
haben wir einfach kurz per Telefon uns abgesprochen und ihr seht, die SIM-Karte, die Prepaid-SIM funktioniert sogar hier. Then we make 10 kilometers, then we turn also. See you in the hotel. Okay, thanks, man. Yeah. Wir haben uns dann kurz abgesprochen, es sind noch 10-15 Kilometer bis zur Brücke, das machen wir auf jeden Fall. Wir zwei, wir sind ja beides Offroader und mal schauen, ob wir noch hier ein bisschen Spaß neben der Strecke haben können. Schaut euch dieses Tal an, diese kleine Schlucht hier auf 4000 Meter, so eine Art Mini Grand Canyon. Ich schieße ein paar Bilder, aber hier liegen überall Steine, also Steinschlaggefahr. Ich mache mich dann auch gleich wieder auf den Weg. So, wir kommen um die nächste Ecke und sehen dieses Hochplateau, die Hochebene. Liegt auf etwa 4100 Meter. Und hier halten wir mal an, schießen weitere Bilder und machen ein bisschen Blödsinn. Riesenspaß, auch hier oben ist es warm. Bin mir nicht mehr ganz sicher, aber sicher 18, 19 Grad im Moment. Und mit im Moment meine ich ca. 14 Uhr nachmittags. Aber egal was man hier macht, man kommt doch schnell außer Atem. So, nun ist aber gut. Riesen Spaß hatten wir hier. Jetzt noch die letzten 5 Kilometer zur Krampu-Brücke. Sollten wir ziemlich zügig schaffen. Gebetsring, immer im Uhrzeigersinn drehen. Angekommen an der Krampu-Brücke drehe ich meinen Gebetsring. Den habe ich heute Morgen in der Key Monastery gekauft, um hier ein paar Gebete zu verteilen. Vielleicht hilft es ja auch fürs Karma. Die Felsen im Hintergrund hier an der Krampu-Brücke sehen ein wenig wie Mondgestein aus, sagen viele. Für mich eher wie so Cappuccino-Felsen. Und für alle Nicht-Biker, ihr könnt die ganze Spiti Valley Tour auch hier mit den öffentlichen Verkehrsmitteln, mit den ÖV machen, hier mit diesen Harakiri-Busfahrern. Wer schwindelfrei ist und wem nicht schlecht wird, der kann ja mal so einen Bus nehmen. Wir fahren noch hoch bis zur Kreuzung. Hier könnte man über Chicham nach Kasa zurückfahren. Wäre genauso weit, nur ca. 38 Kilometer. Aber Chicham haben wir morgen auf dem Plan und
Sorry, mein Freund, ich sehe, ihm kribbelt's in den Fingern. Und nicht weiter sagen. Hier links am Orochimaru Viewpoint auf 4100 Meter ist unser neuer Black Dog Adventure Club Spielplatz. Das hier ist ein sogenannter Seasonal Lake, also ein saisonaler See, der ab und an hier überflutet ist, diese Hochebene. Und überflutet heißt eigentlich, könnte matschig sein. Man sieht auch die Fahrspuren schon hier, die Mopeds sinken ein wenig ein und ich habe oft genug meine 200 Kilogramm Tenere aus dem Schlamm gezogen. Dachte ich mir auf 4100 Meter lieber nicht. Aber am Ende war das ja auch egal. Jetzt sind wir schon mal hier und dann sind wir mal noch 15, 20 Minuten hier auf der Piste rumgedüst. Was für ein Spaß. Mega. So, alles gut. Zurück auf der Piste. Noch schnell das Navi checken und dann geht's zurück nach Casa. Das war ein perfekter Offroad-Nachmittag für mich und meinen Kumpel. Auf 4000 Metern Offroad, Himalayas, Spiti Valley, Traumwetter, super Mopeds. Mehr kann man da eigentlich nicht sagen. Wir sind dann zurück angekommen, sicher in Casa, die Bikes abgestellt am Hotel und dann, na klar, auf diesen Tag müssen wir erstmal anstoßen bei einem kühlen Bier in Casa City. Ready? Yeah. ชุกsức khỏe. โชคดีนะครับ Oh, cheers. Great day. อร่อย Wow. It's all the things you never show. There are the So, das waren nun 3 Nächte hier im White House Hotel in Casa. Alles prima, super Hotel. Die letzten 2 Tage waren auch super mit den Tagesausflügen ins Pin Valley, Key Monastery und zur Gampro-Brücke. Nun geht es nochmal ein Stück weiter nach oben, ungefähr 1000 Meter hoch auf die Berge.
So ein wenig Morgengymnastik bei 18 Grad und weißblauem Himmel, das passt. You wanna go first? Oh, das ist echt. Das ist der Dead End Road. Damn, da wollte ich auf Tourguide machen heute und dann kommt mein Kumpel und sagt, das ist eine Dead End Road und da geht's nicht weiter. So, mein Plan ist nach Komik zu fahren über den Da Lung Wo Pass auf ca. 4,6. Das sind bis Komik von hier etwa nur 50 Kilometer, aber mega atemberaubende 50 Kilometer. Also ein super Fahrtag erwartet uns mit insgesamt ca. 90 Kilometer bis ins Homestay. Wir fahren jetzt erstmal nochmal hoch zur Demul Stupa, da waren wir ja vor 2 Tagen. Mein Kumpel meint, bist du sicher? Ich sage ja, Google Maps sagt ja. Wir kennen ja alle Google Maps. Trotzdem, ich bin überzeugt, das passt. Und gerade vor einer Sekunde habt ihr im Video gesehen, links ging eine Straße oder ein Weg ab. Und das ist auch unser Weg, da bin ich fast sicher. Aber nur fast. Ganz schön frisch. Cool, ha? Hier bei der Demul Stupa auf 4400, 4500 Meter ist recht frisch, etwas unter 10 Grad und ziemlich windig heute, was uns aber nicht von dem Gruppenselfie abhält. Wir haben wie immer mega Fun. Ja, und wir sind alle Ü50, also dauert alles halt ein bisschen länger, aber macht ja nichts. Wie gesagt, Hauptsache ein bisschen Spaß. Leider habe ich dieses Selfie nicht, sonst hätte ich das kurz eingeblendet. So, jetzt aber gleich die Stunde der Wahrheit und hier vorne rechts sollte es auf diesen Da Lung Wo Pass gehen. Und meine Theorie war, wenn hier die Mahindras fahren, das sind diese indischen Pickup-Wägen, dann können wir mit unseren Enfields auch hier fahren. Was für eine atemberaubende Landschaft hier oben. Dieses Geröllfeld, die Berge, die Aussicht. Wir sind hier jetzt die nächsten 20 Kilometer, soweit der Weg auch stimmt, immer auf 4500, 4600 Meter unterwegs. Es ist Erntezeit, Heu- oder Graserntezeit. Ihr seht hier die Grasbündel liegen. Die werden in den nächsten Tagen von den Dorfbewohnern eingesammelt. So wie ihr das gleich hier rechts seht. Übrigens, Mahindra hat von den Stückzahlen her nun den größten Umsatz oder Absatz in Indien. Sehr bekannte Automarke. Hier an diesem Abschnitt ist wieder typisch, überall liegen Steine auf der Straße. Jeden Moment kann hier ein kleiner oder größerer Erdrutsch passieren. Da schauen wir immer, dass wir so schnell wie möglich weiterkommen. Dagegen ist der Punkt hier natürlich ideal, um wieder Bilder zu schießen. Perfekt und sollte nichts passieren hier. Check how high we are now. Yeah, it's no signal.
Mein Kumpel fragt mich gerade, auf welcher Höhe wir sind, aber mein GPS hat einen Ausfall, kein Signal. Das war übrigens die einzige längere Strecke auf der ganzen Spiti-Tour ohne GPS. Aber später konnte ich dann sehen, 4630 Meter, und das war damit hier auch der höchste Punkt auf unserer ganzen Tour. Vielleicht habt ihr es gerade gesehen, ich habe mir an die Backe gefasst. Auf dieser Höhe hatte ich ein wenig ein Kribbeln im Gesicht und am Sixpack auch. Aber das war im Prinzip das einzige Mal auf den ganzen 2 Wochen, dass ich irgendwie was höhenkrankheitsmäßig gemerkt habe. Glück gehabt. So, geschafft. Da vorne seht ihr das Dorf Komik. Wir sind also den richtigen Weg gefahren. Leider ab hier wieder Teerstraße. Und hier seht ihr die 500 Jahre alte Lundup Tsemo Gompa, das buddhistische Kloster hier oben in Komik. Außerdem ist im Jahr 2024 Komik angeblich das höchste per Straße erreichbare und permanent bewohnte Dorf der Welt. Das muss natürlich alles gut dokumentiert werden. Dazu gab es nochmal Fotos, ein paar Selfies, und der indische Tourguide hier, der half mir dabei. Thank you. Where are you from? Germany. 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 Guten Morgen. Dazu mit dem angeblich höchsten Restaurant auf 4587 Meter. Wir genießen bei 15 Grad erstmal einen Kaffee und einen kurzen. Wir sind dann doch nicht so lange geblieben. Zum Tourguide gehören natürlich auch Touris. Das war uns dann bald zu viel. Dann sind wir weiter zum höchsten Postamt der Welt, unserem nächsten Ziel. Natürlich ist die Musik etwas überdramatisch, aber bei Regenwetter würde ich hier vielleicht den steilen Weg nicht unbedingt runterfahren wollen. Aber für uns an diesem Tag war das genial. Offroad, je mehr Offroad, je besser, das wisst ihr ja. Also alles gut. So, und hier ein paar Kilometer weiter ist dann Hikim. In Hikim soll angeblich das höchste Postamt der Welt sein, auf 4440 Meter. Namaste. So, nochmal ein paar Bilder schießen, hier am Schild. Im Hintergrund gibt es einen Kiosk, wo man Postkarten und Briefmarken kaufen kann. Das alte Postamt war unten hinter mir, unten da im Dorf. Neu ist es aber ein Stückchen weiter, das seht ihr gleich. So, hier am berühmten Postamtsschild machen wir natürlich ein paar Bilder. Der freundliche Herr hilft uns dabei bei der Fotosession. Natürlich möchte er auch später gerne Postkarten verkaufen. Die kaufen wir dann natürlich auch gerne direkt bei ihm. Hello Hung.
Wie gesehen haben wir ein paar Postkarten gekauft, Briefmarken, alles abstempeln lassen und tatsächlich sind alle meine Postkarten nach ca. 5 Wochen in Deutschland und Thailand angekommen. Indische Post 1A. Und vielleicht habt ihr es erkannt, da unten im Tal, das ist wieder Khasa. Wir machen praktisch einen Loop um die City herum und gleich vorne ein Stück weiter geht es runter wieder ins Tal. Auch hier wieder von Hikim runter nach Khasa eine atemberaubende Piste. Mega Aussicht bei diesem Traumwetter, der Blick ins Tal, unten der Spiti River und gleich wieder die Serpentinen nach unten. Perfekt. Ein weiterer perfekter Tag bisher. Von der Schotterpiste geht es direkt auf eine perfekte Teerstraße. Hier wird eben alles permanent instand gesetzt, ausgebaut, Leiter. Für mich, ich kenne das Bike jetzt auf rund 1000 Kilometern und da kann man auch hier und da mal wieder Gymnastikübungen einbauen. Nee, das Bike ist super einfach zu fahren, fühlt sich super an. Wie gesagt, auch mit den 40 PS, das reicht perfekt für diese Himalaya-Touren. And the winner is, natürlich jeder, der hierher kommt, ist ein Sieger, ein Gewinner. Ganz kurz im Hintergrund habt ihr das Tor zur Key Monastery gesehen, da sind wir ja gestern gewesen und jetzt geht es wieder vom Khasa Tal von 3,6 hoch auf ungefähr 4000 Meter nach Chicham zur Chicham Brücke. So, angekommen an der Chicham-Brücke auf 4136 Meter. Die Chicham-Brücke ist eine der höchsten Hängebrücken, Suspension Bridges in Asien. Wohl auch die höchste hier in Indien, aber sicher nicht die höchste der Welt. Ich bin ja so der Bungee-Jumping-Typ und liebe die Höhe und dieser Abgrund hier ohne Geländer, das ist schon sehr speziell. Meine Fresse. Wäre bei uns im Leben nicht erlaubt, hier rumzuturnen. Hello, my friends. Schön gegrüßt, alle zusammen wie im Chor, aber im Ernst, die Leute hier überall immer super freundlich, gute Stimmung, aber hier natürlich ein bisschen touristisch an der Brücke. Hello, guys. Yeah. It is what it is. Wir stoppen hier für ein paar Bilder und ich finde die Brücke echt genial. Cooler Spot in diesem Tal zwischen Chicham und Khyber Village. Never really know what's going on. So, und
Weiter geht's noch ein paar Kilometer ins Dorf Chicham, unser Homestay auf 4124 Meter. Übrigens noch was zur Höhenkrankheit. Ein Kollege ist heute an Tag 10 etwas angeschlagen. Übelkeit, Schwindel und ein wenig Kopfschmerzen, aber noch im erträglichen Bereich. Wichtig ist eben Wasser trinken wie ein Kamel. Trinken, trinken und weiter trinken. Am besten trinke 3 Liter Wasser am Tag oder eben mehr. Ich habe selbst bis zu 5 Liter am Tag getrunken, ohne Bier und Whisky gerechnet. Losing almost all my energy. It's getting hard to talk to you, and I'm the only one who speaks. It's all the things you never show. There are the things. Hier angekommen am Homestay, ich bin nicht sicher. Links runter geht's zum Parkplatz. Komme ich am Parkplatz, wieder mal das Parkplatz-Dilemma. Hier darfst du nicht parken, also umdrehen. Aber am Ende war wieder alles gut. Ist auch dieses Mal super Homestay, mega nette, freundliche Leute hier. Turning all the wrongs into rights. Here we go. Parking here, parking there. It's steep, you know. To turn back, up there, it's right. Yeah. And I then don't think we should leave them here tonight. They get robbed. Die Kollegen ruhen sich ein wenig aus vor dem Dinner, aber ich mache hier nochmal einen Spaziergang hier oben auf 4.2. Ich fühle mich topfit, aber eben, man kann das nie vorhersehen mit der Höhenkrankheit. Ich mische mir jeden Morgen 1,5 Liter Wasser mit Elektrolyten und packe die in meinen Trinkrucksack, habe das immer dabei und trinke das natürlich permanent. Es ist wie gesagt Erntesaison hier im Tal. In der Gegend Weizen zum Backen und Gras für das Vieh sieht man hier überall. Ich sage hier gerade auch hier in dieser Gegend in 6 Wochen wohl Winter, der Winter beginnt, Schnee, die Straßen sind dann meist versperrt und alles, was die Leute benötigen für die nächsten Monate, müssen sie dann schon im Haus haben. You don't wanna tell me now, I guess I've Hier auf der Karte zeige ich euch nochmal, von Delhi sind wir nach Shimla, dann Rampur, Sangla, Chitkul, dann für eine Nacht in Nako, eine Nacht in Tabo. Kasa waren wir ja 3 Nächte, haben die Ausflüge gemacht. Chicham durch das Batal, nach Sisu für eine Nacht, dann Manali und zurück nach Delhi. Sechs Uhr abends und es gibt Dinner im Homestay. How is that right in India? He cannot speak English. Is it purple? Huh? Is it purple rice? No, white. Purple? No. No rice. No rice. Give my rice. Und noch was zum Essen. In den insgesamt 18 Tagen habe ich zu 95% indisch gegessen und nicht ein einziges Mal hatte ich irgendwie eine Magen-Darm-Geschichte. Immer in den Restaurants, Tapas oder in den Homestays, alles gut, alles prima, mir hat alles geschmeckt. Eben Wasser nur aus versiegelten PET-Flaschen, nie offen trinken. So, heute wird ein harter Tag. Haben wir geahnt, aber nicht gewusst. Frühstück, Mopeds gepackt und dann geht's los auf die 115 Kilometer bis nach Sisu. Die Einheimischen haben uns gesagt, dass dies ein Härtetest sein kann, je nach Wetter eben und dann halt auf dem Moped.
Wir haben uns kurz nach 7 Uhr morgens auf den Weg gemacht bei ca. 7, 8 Grad. Zwar kein blauer Himmel hier, aber mega Aussicht ins Tal. Eine weitere Bikergruppe überholt uns und wir haben eigentlich auch nicht viel Zeit für Fotoshooting. Auf geht's! Heute wird der härteste Tag auf der gesamten Tour. An diesem Tag war es eben nichts wirklich für Anfänger. Über Lossa 4000 Meter, Kunsumpass 4550, durch das Baartal rund 4000 bis nach Gramp auf 3000 Meter. Fast immer über 4000 Meter, wettermäßig Regen, Schnee, Nebel, 0 Grad bis 10 Grad, 80 Kilometer Schlamm, Offroad-Piste und 4, 5 tiefe Wasserdurchfahrten. Naja, wir sind ja Adventure Biker und jetzt haben wir erstmal hier eine mega Aussicht hier im Tal am Fluss entlang. Und im Hintergrund kann man schon sehen, die Schlechtwetterfront naht, aber hilft ja nichts, da müssen wir eben durch. Echt cool, diese Steinformationen hier am Fluss entlang. Der Himmel sieht noch okay aus und wir kommen durch 1, 2 kleinere Dörfer auf unserem Weg nach Lossa, wo wir einen ersten Zwischenstopp haben werden. Hier die 2 Biker auf den BMWs kommen aus Mumbai. Und wir ziehen jetzt auch erst gleich mal die Regenklamotten an. Nicht nur wegen Regen, es ist auch ziemlich kalt hier und das gibt doch noch ein bisschen Windschutz und Wärme. So, wir fahren jetzt Richtung Schlechtwetter. Im Hintergrund sieht man schon noch hier vorbei an einigen Yaks. Denen macht das Wetter sicher nichts aus. Und dann hier auf der rechten Seite die eingestürzte Brücke. Da war wohl irgendein Truck zu schwer. Ich bin aber sicher, die Jungs von der BRO Border Road Organization werden diese modulare Eisenbrücke schnell wieder reparieren. So, das ist Lossa. Wir werden hier einen kurzen Stopp machen am Sarju Café. Aber im Prinzip wollen wir einfach nur weiter. Zu Beginn mal im Video habe ich gesagt, ich brauchte meine thermo-warmen Klamotten nur an 2 Tagen, eben dies war einer davon. Und diese Überziehhandschuhe, die waren wirklich Gold wert. Ich war komplett warm im ganzen Körper, noch. Trotzdem beste Laune und nach dem kurzen Stopp kommen wir direkt zum Checkpoint für unser Innerline Permit.
Checkpoint für das Permit. Sind wir gerade angehalten für einen Kaffee. Klammerten raus, rein. Die nächsten 70 Kilometer sollen Hardcore Offroad sein, mal schauen. Genau, die nächsten Kilometer werden dann etwas schwieriger. Ich meine, die Strecke an sich war nicht so dramatisch, aber eben Wetter und Matsch und nicht wirklich Offroad-Reifen auf den Mopeds, das war schon eine spezielle Mischung, sage ich mal. Auf den schmalen Straßen wie hier und mit den breiten Trucks ist es schon ein wenig eine Challenge, diese zu überholen. Aber eben hupen und geduldig sein und irgendwann gibt es die Lücke. (4.500 Kilometer). Leichter Schneefall. Wow. Da bin ich schon leicht verwirrt auf dieser Höhe. Natürlich 4.500 Meter, 4.551 genau gesagt. Hier am Konsum-Pass gibt es die Stupas und ihr seht hier die Gebetsfahnen, um diese man normalerweise im Kreis herumfährt. Aber wir haben total die Orientierung verloren. Die Stupas hatten wir nicht mal gesehen im tiefen Nebel. Und wir müssen jetzt erstmal schauen, dass wir unseren Weg finden hier an der Grenze zwischen Spiti Valley und Lahaul Valley. Wie ihr seht, überall Baustelle. Das GPS zeigt mal rechts, mal links. Und ja, wir müssen jetzt einfach mal schauen, wo es lang geht. Einer sagt rechts, der andere links. Und dann, da sehen wir, ein Auto kommt von gegenüber. Wir fahren einfach mal jetzt die nächsten 10 Minuten im Kreis herum und irgendwann finden wir auch den Weg wieder aus diesem Labyrinth. So, geschafft. Hier ist dann finally die richtige Straße runter ins Bahrtal. So, hier auf den steilen, matschigen Bergabstücken muss man natürlich höllisch aufpassen. Glatt wie Schmierseife. Alle paar Kilometer halten wir an, um zu sehen, dass alle nachkommen in dieser Nebelsuppe. Der Schneefall hatte zum Glück nur begonnen oben auf dem Konsum-Pass, aber wie wir gehört haben, eine Stunde später war dort alles weiß. Ich würde mal sagen, im ganzen Spiti Valley haben wir nur ein Highlight ausgelassen und das ist hier dieser Chandrata Lake. Nur 12 Kilometer, aber hin und zurück sind knapp 2 Stunden. Den Konsum-Pass haben wir geschafft und nun angekommen, etwas tiefer im Bahrtal. Die Besitzer des Dhaba, Miss Chandra und Mr. Dorji, sind berühmt hier in der Gegend. Sie haben schon etlichen Reisenden geholfen, die bei schlechtem Wetter stecken geblieben sind. Ich unterhalte mich kurz mit Mr. Dorji Board über das Wetter auf dem Konsum-Pass und auch er meint, weiter. Macht, dass ihr hier rauskommt, bevor noch mehr Schnee kommt.
Ab dem Kunsumpass begann es schon kalt zu werden. Ich habe ein wenig gefroren. Ihr seht auch hier in meinem Gesicht, ich beiße auf die Zähne. Den Regen, das Pinlock funktioniert nicht mehr richtig, alles feucht und nass. Aber ja, geht schon. Mein Kumpel hat eiskalte Finger und ich bete zu Buddha, dass es keinen Regen mehr gibt. Leider wird er noch weiter kalte Finger haben und wir haben noch 2 Pässe vor uns mit Regen. Ihr seht oben in den Bergen jetzt Schnee. Zum Glück bleibt uns dies erspart auf den nächsten 2 Pässen. Wir hatten hier 2 kurze Stopps, aber zum Glück kein Erdrutsch, sondern nur normale Straßenbaustellen. Nach ein paar Minuten konnten wir weiter. Ich denke mal, da hatte jemand Pech und einen etwas größeren Stein aufs Dach bekommen. Solche Autofracks hatten wir 3, 4 Stück gesehen auf unserem Weg durch Spiti Valley. Hier an der Chenab-Brücke bei Chandru gibt es ein Camp. Hier gibt es Verpflegung, ein paar Zelte. Ich weiß nicht, wahrscheinlich kann man auch hier übernachten. Aber wie schon zuvor für uns weiter. Wir wollen ins Warme und raus aus diesem Tal. Vielleicht habt ihr das mal gehört, auf dem Weg raus aus dem Spiti Valley, auf der nördlichen Seite gibt es 3, 4, 5 oder noch mehr Wasserdurchfahrten. Diese sind schwierig oder tief nachmittags, aber nur eigentlich im Frühjahr zwischen Mai und Juli. Dann schmilzt der Schnee am Nachmittag auf den Bergen und dann gibt es ziemlich tiefe Wasserdurchfahrten. Aber für uns hier heute eine leichte Übung. Zu dieser Zeit hier September, 11. September 2024, kein Problem. Ich frage mich gerade, warum der hupt. Und hier geht es mega steil nach unten und in diesem Matsch glatt wie Schmierseife. Im Hintergrund seht ihr gleich, warum der Typ gehupt hat. Mein Kumpel hatte einen kleinen Umfaller. Ich konnte nicht umgehend anhalten, ich musste erst selbst mal schauen, dass ich zum Stehen komme, ohne auf die Fresse zu fallen. Extrem glatt hier alles und uneben und matschig. Und dann musste ich noch ein Stück nach unten fahren, bevor ich anhalten konnte. Tja, ich bin dann erstmal den Berg hochgerannt und habe meinen Kumpel unter dem Moped herausgezogen. Der war da festgeklemmt mit diesem scheiß Rack, das Riesen-Rack, das ihr da an den Moped seht für die Benzinkanister, hatte seinen Fuß eingeklemmt. Long story short, nach 20 Minuten konnten wir irgendwie wieder weiterfahren, aber mein Kumpel hatte einen ganz schön dicken Knöchel. Aber dazu später mehr. Ihr seht die Kampfspuren an meiner Regenjacke. Ich bin dann zweimal den Berg hoch und runter gelaufen
das Moped von meinem Kumpel runtergefahren, wieder hoch, noch anderen Mopedfahrern geholfen. Das Ganze auf 3800 Meter oder so. Mega harte Arbeit. Aber wir sind ja nicht zum Spaß hier und man braucht ja was zum später erzählen. Mensch, war ich in dem Moment froh. Nach 7 Stunden harter Arbeit endlich wieder Teerstraße. Und ich als Offroader sage das sicher nicht oft. Auch mein Kumpel ist irgendwie angekommen mit seinem ledierten Knöchel. Wir waren zu dem Zeitpunkt nicht sicher, ob er gebrochen ist. Erstmal durchatmen. Noch ein kleiner Spaß hier. Erstmal Danke sagen an Buddha und Gott und alle guten Geister, die uns hier durchgebracht haben. Im Video sieht es natürlich nie so schlimm aus, aber war mega anstrengend. Wir haben dann gerade hier beschlossen, dass wir nach Sisu fahren. Da gibt es eine kleine Klinik und die sollen sich mal den Knöchel von meinem Kumpel anschauen. So, hier der nächste und gleichzeitig letzte Checkpoint unserer Spedi-Tour. Ich helfe meinem Kumpel mit seinem ledierten Bein und mache für ihn auch gleich das Entry Permit klar. Wie gesagt, wir sind ja mittlerweile routiniert und alles easy. Die Grenzer hier, alle super freundlich, gab nicht ein einziges Mal irgendwelchen Stress oder irgendein Drama. Super Leute, alles prima. Links seht ihr das Portal zum Atal-Tunnel. Eigentlich wollten wir den Tunnel vermeiden, aber eben manchmal kommt es anders, als man denkt. Dazu gleich mehr. So, angekommen in Sisu, kurzer Rundgang durchs Hotelzimmer. Und genau, da oben in den Bergen sind wir heute Morgen gefahren. So, und hier kommt dann der Föhn zum Einsatz, welchen ich in Sangla gekauft hatte. Egal was ihr trocknen wollt, Schuhe, Handschuhe, Kleidung, einen Föhn dabei zu haben, ist perfekt hier in den Himalayas. Nun eine gute und eine schlechte Nachricht. Die gute, der Fuß von meinem Kumpel ist nicht gebrochen. Okay, er kann weiter Moped fahren. Die schlechte, es gab mal wieder einen Erdrutsch Richtung Sachpass.
Unseren Plan bis nach Amritsar zu fahren, müssen wir leider canceln. So, wie gestern gehört und heute immer noch gemeldet, der Sachpass ist gesperrt. Schade, wäre nochmal ein Highlight gewesen. Wir fahren jetzt nach Manali, sind nur so 40 Kilometer. Dort ein bisschen Shopping und dann geht es weiter nach Kasol. Insgesamt heute 120 Kilometer plus minus und ja, nur so circa 4 Stunden, 5 Stunden Fahrzeit. Easy. Hier kurz nach Siso seht ihr eine typische Erdrutschstelle. Ist kein Offroad-Abschnitt. Hier wurde einfach die Straße weggerissen vor ein paar Monaten und aktuell eben in diesem Zustand. Nun doch durch den Atal-Tunnel kein Sachpass, auch kein Rohtang-Pass. Aber klar, mit dem verletzten Bein von meinem Kumpel müssen wir natürlich schauen und besser durch den Tunnel dann. So unterm Berg durch, unterm Pir Panchal Range der Himalayas. Und man sieht es hier schon, sieht aus wie in den Alpen. Die Baumgrenze ist wieder unterschritten. So circa 3000 Meter hoch sind wir hier. Auch heute wieder blauer Himmel, super Wetter, 18 Grad, perfekt. Wir machen hier einen kurzen Kaffeestopp am Solang Ropeway, dem Skizentrum von Indien. Vor etwas mehr als einem Jahr, im Juli 23, gab es hier eine verheerende Flut aufgrund sehr starker Regenfälle. Und die Spuren von hier bis nach Manali könnt ihr hier rechts sehen. So, kurze Diskussion, wo wir einen sicheren Parkplatz finden und dann geht es auch schon in die Altstadt oder Fußgängerzone von Manali. Ist ziemlich früh noch, 9 Uhr oder so, relativ wenig los. Wir laufen einmal hoch und runter durch diese eben Fußgängerzone, schauen uns ein wenig um. Nach 30 Minuten geht es schon wieder weiter für uns auf die Mopeds und Richtung Kasol. Typisches Beispiel hier, Engstelle, ein Auto passt durch, von beiden Seiten kommen die Autos, nichts geht mehr. Aber für uns heißt das eben ein wenig Slalom fahren und wer vorfährt, hat Vorfahrt. Die alte Regel hier in ganz Südostasien. Nochmal schnell die 3 Bikes getankt und dann hier links seht ihr die Jungs, die Polizisten mit einer Laser-Radar-Pistole. Lucky. Wir haben es irgendwie geschafft, ohne gestoppt zu werden, eigentlich auf dem ganzen Trip.
So, hier links geht's nach Kasol ins Tal. Auch hier Bunta Kulu ist der Flughafen. Wenn jemand von Delhi Richtung Manali per Flieger will, muss er bis hier hinfliegen und dann den Rest mit dem Taxi nach Manali. Hier gratis Gras am Straßenrand. Never really know what's going on. Look at me sometimes like all you want to do is run. Hear me out, hear me out. It's all the things you never show. Ich hatte mal wieder kurz angehalten für einen Fotostopp und dann ein bisschen Gas gegeben, um die Jungs wieder einzuholen. Und hier wieder ein gutes Beispiel, wer vorfährt, hat Vorfahrt. Kleine Straße, eng, Gegenverkehr, mit den Mopeds natürlich easy. Tell me now, I guess I'll never know. Losing almost all my energy. So, die letzten Kilometer noch bis nach Kasol. Hier sieht es aus wie bei mir zu Hause im Schwarzwald. Sehr schön, natürlich. Am Gästehaus gibt es dann erstmal ein Bier, logisch. Und die Tour ist fast vorbei, nur noch 2 Tage bis nach Delhi. Secrets start in your heart. Die Musik, die ihr hier hört, ist über Lautsprecher und schallt durch ganz Kasol. Wir haben noch ein bisschen Spaß mit den Hippies hier, den Büffeln und sonst auch in Kasol. Bisschen eine Partystadt, 2, 3 Bier, Nachtessen und dann war's das. What is with your leg? Pump. Your foot? Stable, okay. We'll stop. First place we can stop for breakfast. We put on the gear. Hopefully it will stop raining soon. So, heute geht's ganz relaxed, so wie die Kühe hier auf der Brücke von Kasol nach Chandigarh. Sind ca. 265 Kilometer und wird so 6-7 Stunden dauern. Mal schauen, was das Wetter macht. Und so wie mein Kumpel gerade gesagt hat, der Regen wird wohl aufhören. Ich habe hier beim Frühstück trotzdem mal noch die Regenhose angezogen. Ist ja immer eine Fummelei mit der Hose und Stiefel und so weiter. Aber am Ende war alles gut, fast der ganze Weg nach Chandigarh ohne Regen. Was bitte war das denn? Hammer. Das waren mit Sicherheit 200-300 Kühe hier mitten im Tunnel. Ihr seht das selbst, der einspurige 3 Kilometer lange Tunnel, kaum beleuchtet, keine Lüftung und wir steckten hier irgendwie gefühlt eine halbe Stunde fest.
Mann, waren wir froh, als wir hier durch waren. Manches gibt's wohl doch nur in Indien. Auf dem Weg nach Chandigarh sind wir hier in Sundarnagar angekommen, einer Provinzstadt, und der Verkehr wird dichter. Aber der dichte Verkehr macht uns natürlich nichts aus. Wir hatten ja 1-2 Tage Training in Delhi am Beginn unserer Reise. Wir haben etwa die Hälfte der Strecke, aber 2/3 der Fahrzeit erreicht. Ich denke noch 130 Kilometer, 2 Stunden, dann sind wir in Chandigarh. Die Straßen werden besser. Wir machen nochmal einen kleinen Imbissstopp, essen was, trinken was und dann weiter. Hier seht ihr wieder einen dieser umgebauten Container-Trucks. Einfach bei diesen großen Fahrzeugen am besten immer einen großen Bogen drumherum machen. Dann passiert auch nichts. So, die Tunnels werden auch besser, wie ihr hier seht, und immer noch kaum Verkehr, absolut okay. Wie angesprochen, nochmal Frühstück. Wir essen ein paar Parathas, die Fladenbrote und ein bisschen Rührei. Und dann geht's gestärkt weiter. Warum fahren wir eigentlich nach Chandigarh? Ist eine Stadt und Union Territory am Rande von Punjab. Ja, wir fahren dahin, weil von Chandigarh dann der letzte Abschnitt nach Delhi sind noch 230 Kilometer plus minus. Und da können wir gemütlich am Morgen losfahren und dann genau zur Check-in-Zeit in Delhi sein, bevor es super heiß ist. Habe ich auch schon ein paar Mal gesagt, hier wieder die Mautstelle. Gratis für Motorräder, also alles prima. Der Himmel sieht zwar etwas bedeckt aus, hilft uns aber eher. Heute Morgen in Kasol waren es noch 18 Grad, jetzt sind wir schon bei 27, 28 Grad. So, auf den letzten Metern zum Hotel übernimmt mein Kumpel. Er war hier schon mal im letzten Jahr. Wir sind hier im Super Hotel, 4-Star Hotel. Und ich wasche hier nochmal meine dreckigen, stinkigen Klamotten, wie ihr gleich seht. Außerdem mal wieder Parkplatzdiskussion mit den Securities. Mann, oh Mann. And it's okay with parking. Getting ready, like jeden Morgen. Alles packen. So, Bild 1, perfektes Rack für die Mopeds. Bild 2, unsere Riesendinger. Nicht nur hässlich und wie gesagt gefährlich. Mein Kumpel hatte sich ja da das Bein eingeklemmt. Wir hatten einen super Abend gestern, ein paar Kingfishers, gut gegessen, wirklich super Hotel. Und jetzt geht's los auf die 230, 240 Kilometer nach Delhi. Ab und zu fragen die Leute mal nach einem Selfie oder einem Foto mit dem Moped zusammen, machen wir natürlich sehr gerne. Und immer auch Tankstopp gleich verbinden mit Wasser trinken, denn es wird heiß und heißer Richtung Delhi hier.
Nach fast 2000 Kilometern sind wir ein super eingespieltes Team. Wir sprechen uns eigentlich fast nie ab. Das läuft alles irgendwie automatisch, intuitiv. Geht jetzt weiter. Der Verkehr wird immer dichter werden und es wird heißer werden und ihr seht gleich, das wird noch eine anstrengende Fahrt, die letzten, sagen wir mal, 50, 80 Kilometer im Stau. Mein Aussie-Kumpel hat die Jacke schon ganz ausgezogen, mein Vietnam-Biker-Freund ebenfalls und ich halte auch nur noch ein paar Minuten aus, bis ich meine Mopedjacke ausziehe. 32, 33 Grad im Stehen, die heißen Mopeds, das ist anstrengend. Im Hintergrund seht ihr den 235 Meter hohen Pitampura TV Tower. Ehrlich gesagt habe ich den zum ersten Mal hier beim Videoschneiden entdeckt. Und die Fahrt hier, wie ihr gerade gesehen habt und weiter seht, macht langsam Spaß hier. Bisschen Slalom rechts und links. Gefühlt nicht gefährlich, aber man muss wirklich höllisch aufpassen. Das Schlimmste wäre natürlich mit einer dieser heiligen Kühe zusammenstoßen. Und wie schnell das gehen kann, das seht ihr ja. Never really know what's going on. Look at me sometimes like all you want to do is run. Hear me out, hear me out. It's all the things you never show. There are the things I want to know. Gerade diesmal passt der Song besonders gut. There are the things I wanna know. Ich habe totally die Orientierung verloren hier in der Altstadt. GPS spielt verrückt in den engen Gassen. Kein Signal, wieder Signal, einmal rechts und dann doch nach links. Ziemlich mühsam. Aber auch hier super eingespieltes Team. Mein Kumpel sieht sofort, dass ich nicht weiß wohin. Er fährt nach vorne und macht den Guide die letzten Meter. Sind ja auch nur noch 1-2 Kilometer bis zum Hotel. Naja, ab dieser Ecke ist auch einfach diese Bar, eine der wenigen Plätze, wo man abends in Delhi ein kühles Bier bekommt. Ist ganz in der Nähe von unserem Hotel. Wir müssen hier noch durch den Markt, durch den Kleidermarkt mitten hindurch. Und dann geht's die letzten schmalen Gässchen bis zum Hotel. But if you don't wanna tell me now, I guess I'll never know. Here we go, turning all the wrongs into rights. Here we go, you can take me there tonight. Whoa, this life is all we know.
job. Good job. All back. Wow. Good job. Yeah. So, angekommen in Delhi, alles gut, 2111 Kilometer sind wir gefahren, Delhi, Spiti Valley und zurück. Super, super Traumtour. Und ist wirklich halb so wild, das alles selbst zu organisieren. Es gibt überall Hotel mit dem Internet, bisschen Trouble mit der SIM-Karte, aber das bekommt man auch hin. Bikes gibt es überall, alles relativ günstig. Unbedingt nachmachen, solange noch nicht allzu viele Touristen da unterwegs sind. Wir hatten also riesen Glück, auch mit dem Wetter. Nur ein größerer Erdrutsch, 8 Stunden Wartezeit, da war das durch. Und einmal halt einen Umweg gefahren und den Sachpass ausgelassen. Würde ich jederzeit nochmal machen und ja, wahrscheinlich werde ich auch in 2025 im September wieder losziehen. Was für eine geile Tour. Cheers guys, euer Tom Tiger. India Gate, Red Fort, Hanuman's Turn, Lotus Temple. When you arriving here, sir? 3 months ago. 3 months. So Leute, wie angekündigt geht es jetzt erstmal auf eine Sightseeing-Tour. Kurz noch den Driver instruiert und dann auch gleich mal noch ein bisschen auf die Schippe genommen, dass gleich jeder weiß, wer hier der Boss ist. So kurz das India Gate besucht, Kriegerdenkmal vom Ersten Weltkrieg aus Sandstein, eigentlich ganz gut anzusehen. Es geht direkt weiter zum Lotus-Tempel, dem Denkmal für die verschiedenen Religionen, die es in Indien und speziell hier in Delhi gibt. Very much. And I'll click your. No, I have too many. You have. Thank you. Der Tempel im Video gerade war der Humayun's Tomb, fast 500 Jahre alt und war wirklich super. Schön anzuschauen, aber langsam wird's heiß und die Bettler kommen näher und näher. Genau, sag ich auch immer. खाली जा रही Ja. जाहिर है भर में हमारे नाम पे कुछ नहीं निकलेगा Genau. जिंदगी Ich hatte gerade dem kleinen Mädchen 100 Rupie gegeben, dann kommt die Alte und will noch mehr. Naja, arme Leute, können einem schon leid tun. Nächster Stopp, Akrasan Ki Baoli, die 15 Meter breite, 60 Meter tiefe Quelle.
vorbei am Hanuman-Tempel an diesem Sonntagmorgen. Ihr seht, der Verkehr ist nicht wirklich dicht. Klar, immer mal wieder ein bisschen Chaos. So, wir bezahlen den Driver und dann geht's zum Motorbike Market. Where's your horn? Where? This? Yes. Good. Good job. Wir als Biker müssen uns natürlich auf dem Carol Bug Motorrad und Ersatzteilmarkt umsehen. Haben aber nicht wirklich was gefunden, was uns zusagt. Also nochmal ein Tuk-Tuk und auf geht's zum Enfield Shop. Never really know what's going on. Look at me sometimes like all you want to do is run. Hear me out, hear me out. It's all the things you never show. So zum Ende, letzter Tag in Delhi, nochmal im Enfield Shop, super freundliche Verkäufer da, konnten auf alle Mopeds sitzen, alles gut. Hier die letzten Meter vor dem Hotel, noch ein paar Bilder von den Straßenküchen. So, aber jetzt wirklich Servus, Goodbye und Savadee Krab. See you im nächsten Video.